Viele sagen, das ist die beste Feuerwehrstation, die es jemals von Lego gab. Schauen wir uns das zusammen an. Hallo und willkommen auf meinem klimmtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein altes Vintage-Set mitgebracht aus 1990. Die 6389, das Fire Control Center. Eine Box habe ich nicht, die habe ich irgendwo online gesehen auf eBay. Die wird für 60 Euro nur die Box verkauft. Also diesmal ohne Box. Eine Bauanleitung habe ich mir aber besorgt. Die ist auch schön gebraucht, aber man kann sie auch noch gut nutzen. Man sieht hier auch so ein paar Flecken und so. Da hat jemand wohl was da drauf gegessen. Das Interessante, schaut euch diese Bauanleitungen an. Und schon startet der Bau. Das Set hat keine Bauabschnitte. Es wird auch nicht gezeigt, quasi welche Teile gebraucht werden. Nur an ein, zwei Stellen, glaube ich. Man baut sich einfach durch. Ja, hier zum Beispiel. Da wird es gezeigt. Und da muss ich sagen, das erinnert mich so richtig, wo ich noch mit Lego gebaut habe, als ich klein war. Weil das war eher so eine Bildersuche, wo was fehlt. Das hat mich so richtig in alte Zeiten gebracht. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, man kommt sehr schnell voran und man ist nach 15 Bauschritten fertig. Also die Bauanleitung hat ja dann, wie viele Seiten? Hier 15 Seiten, 15 Bauabschnitte. Das Set hat 507 Teile. Das macht in etwa 33,8 Teile pro Bauschritt, die man verbaut. Auf jeden Fall, früher haben wir das auch geschafft, ohne hier ein Teil pro Seite, keine Farbkodierungen. Ja, das wäre die Bauanleitung. Hier nochmal die Minifiguren. Ganz schlicht. Die Maße vom Set. Also es ist quasi auf einer Baseplate. 25,5 x 25,5. Wir kriegen ein Feuerwehr. Löschfahrzeug, einen Truck und ein Flugzeug. Die Höhe von der Feuerwehrstation da hier an der Fahne, die ist 22 cm in etwa. Dann der Truck oder das Feuerwehrlöschfahrzeug hat eine Länge von 40,5 cm, eine Breite von 4 cm. Natürlich kommt darauf an, wie man das hier einstellt. Und eine Höhe von 7 cm, wenn es so steht. So ist natürlich höher. Dann der kleine. Der hat eine Länge von 8 cm, eine Breite von 5 cm, schöne dicke Reifen hat er, und eine Höhe von 6,5 cm. Der Hubschrauber, wenn man ihn so schaut, der hat dann eine Länge von 16 cm, eine Breite von 6,5. Klar wäre das so breiter, aber das rechne ich jetzt nicht. Und eine Höhe auch von ca. 6,5 cm. Dieses Set hat keine Sticker, was sehr gut ist, weil bei so einem alten Set, die würden schon alle anfangen abzufallen und kaputt zu gehen. Es hat nur 9 bedruckte Teile es hat nur bedruckte Teile und davon 9 Stück. Auch dieses schöne bedruckte Teil hier kann man gleich sehen. Und dann, wenn ihr irgendwas noch später entdeckt, es ist alles bedruckt. Es hat 4 Minifiguren und die blende ich euch jetzt ein. Das sind eigentlich 4 gleiche Figuren mit Ober- und Unterteil, halt Torso und Hose. 2 sind komplett identisch mit den Haaren und der eine hat so einen Motorradhelm auf und der eine ein Feuerwehrhelm mit den schönen, lustigen City-Gesichtern. Ja, 4 Feuerwehrmänner. Dann die Bauzeit, die betrug knapp unter einer Stunde. Ich hatte mir die Teile aus einem Konvolut rausgesucht. Und dann stand das so alles auf meinem Tisch. Aber auf jeden Fall, ich habe so ein Speedbild davon. Und
nach dem Speedbild schauen wir, was wir noch alles da haben und gehen wir ein bisschen auf die Teile an und was so sehr teuer ist. Viel Spaß! Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Fangen wir dann hier vom Hubschrauber an. Tun wir das hier nach hinten, dann kann man das auch besser sehen. Dieses Glasteil ist interessant. Ich weiß nicht, ob das immer noch gibt. Auf jeden Fall ganz einfach gebaut mit wenigen Teilen. Wenn man bedenkt, mit 507 Teilen haben wir eine Feuerwehrstation, ein Löschfahrzeug, ein Truck und ein Hubschrauber. Heute wäre das ein 2000 Teile Set und würde auch 200 Euro kosten. Auf jeden Fall, ja, ganz einfach gebaut. Der kann jetzt auch nichts, er kann das hier drehen, er kann das hinten drehen. Nett. Man kann halt eine Minifigur reinsetzen. Die mit dem Helm ist dafür gedacht. So. Und man kann rumdüsen. Und man hat einen Hubschrauberlandeplatz. Vielleicht ist das auch fürs Löschen gedacht. Jo. Dann haben wir den hier. So ein Truck, er hat Türen. Diese Reifen, die sind interessant und vor allem, ich weiß nicht, ob ich das wieder rauskriege, auf jeden Fall, das ist so eine 1x1 Round Plate, die quasi da als Felge reingedrückt wird. Fand ich lustig. Dieses Teil hier mit dem Seil, das ist übelst teuer. Ich glaube, auf Bricklink gehen die so zwischen 3, 4 und 5 Euro durch. Da kann man sich freuen, wenn man die schon da hat. Dieses Glasteil, glaube ich, ist im Original ein bisschen heller, wie das hier. Das ist halt ein bisschen neuer. Da habe ich mir gedacht, ja okay, das passt jetzt auch. Sonst, ja, man kann halt aufmachen, Türen auf, kein Stuhl. Aber man kann halt da wieder eine Minifigur reinsetzen. Und dann kann man rumdüsen. Ein bisschen schwer fährt sich das schon. Eigentlich sehr. Aber okay, zum Spielen ist es gut. Das Coole ist, die passen auch richtig in die Garagen rein. Also komplett. Jo. So. Dann das Löschfahrzeug. Das ist vielleicht so auch das Highlight neben der Feuerwehrstation. Also wir haben hier diesen quasi Löschkanone. Man kann hier öffnen. Man kann es auch schön öffnen, ohne das abzureißen. Ich versuche es auch so zu zeigen. So. Kann man auch eine Minifigur reinsetzen. Hier dieser schöne Feuerwehrhelm. Hier hat er so ein bisschen gelitten. Und hier oben auch. Naja, wurde er auch bespielt. Wenn man bedenkt, was haben wir 2026? 36 Jahre alt dieses Set. Wahnsinn. Und die Steine, die meisten sind quasi original, weil das habe ich aus dem gleichen Konvolut rausgesucht. Etwas weniges habe ich rausgesucht. Deswegen möchte ich auch nicht auf Farbabweichungen gehen, weil wenn man sieht, dieses Rot ist nicht gleich wie das hier, aber ich glaube, das ist ein neueres Teil und das ist halt älter. Aber sowas gehen wir nicht ein. Also, hier ist oben. Dann haben wir hier so diese Tür, da kann man aufmachen. Da hat man ja dieses
eigentlich Taucherzeug, aber das sollen sie quasi für, wie nennt man das? Wenn sie das anziehen, damit sie im Rauch nicht ersticken. Schöne Reifen, auch ganz einfach gebaut. Das ist der Wahnsinn, mit wenigen Teilen man das früher alles konnte. Na, geht das auf? Ja. Hier kann man so aufmachen und dann kann man auch noch hier oben aufmachen. Kann man das runterklappen und dann haben wir nochmal so ein Schlauch. Und da seht ihr hier noch einen Print und das finde ich echt richtig cool. Ja, zack, zack, geil. Toll. Der fährt auch gut. Schön. Und der hat ja hier auch eine größere Garage und die passt auch schön rein. Ja, das wären die Fahrzeuge. Und dann, hier haben wir so zwei Lampen quasi. Ganz einfach gebaut. Lampe. Und hier haben wir die Zäune. Hier quasi ja, Satellit. Hier Strahler vorne. Antennen. Und dann halt alles ist verglast. Was ich gleich sagen muss, die zwei Teile müssen quasi solche roten Säulen sein. Wegen dieser Bauanleitung. Ich habe ja immer gebaut und dann, was mir fehlt, schreibe ich mir auf. Und weil es diese Sucherei ist, was fehlt und du da nicht einfach gucken kannst, habe ich das 2 oder 3 Mal sogar versehen, weil ich habe 2, 3 Mal Teile nachbestellt für dieses Set. Ja, so ist es nun mal mit den alten Sets. Diese Minifigur kann hier ihren Platz nehmen, aber wir zeigen es jetzt erstmal hier. Der Hubschrauberlandeplatz, nett gebaut hier. Die Garage von ihnen. Ja, hier sieht man auch einen Stein richtig verschmutzt. Schaufel, Axt, hier nochmal hier für Sauerstoff. Denn hier quasi die Rutsche würde ich denke, das wäre quasi diese Rutsche, wenn sie Alarm kommen und dann runterrutschen. Es gibt keine Treppe nach oben, es ist aber echt gut bespielbar. Hier sieht man auch die Platte, dass sie auch noch ein bisschen gelitten hat. Und dann oben das Fire Control Center, eine Kaffeemaschine. Und dann hier quasi wie diese Bänder und Computer. Ganz einfach. Hier Glasdach. Und dann oben dieser schöne Print. Und so sieht es dann von vorne aus. Diese Teile in Rot. Das Weiße weiß ich jetzt nicht, die hatte ich. Aber dieses mit Henkel, das Rote, das war übelst teuer. Hier haben wir so noch eine quasi kleiner Feuerlöscher, würde ich sagen. Hier ein Walkie-Talkie. Und schon ist es das gewesen. Schöne Scheiben, also da musste ich viele Scheiben nachbestellen und so. Ich glaube, musste die Platte nachkaufen, die Bauanleitung, ein paar dieser roten Steine, da wo dieses Tor geht und diese paar Torteile. 30 € vielleicht hat mich das insgesamt gekostet. Ich werde es für 50 € auf eBay reintun. Und wenn es nicht für 50 weggeht, dann tue ich vielleicht auch beim nächsten Mal ein bisschen günstiger rein. Auf jeden Fall, zumindest, dass ich meinen Preis zurückbekomme. Und ich finde, es ist ein super Spielset. Es ist echt cool. Ich finde, so ja, 5-, 6-Jährige würde ich jetzt sagen, können damit mega geil spielen. Und es ist halt eine Feuerwehrstation, wo auch der Wagen hier komplett reingehen kann. Ganz bisschen steht ja raus, der da hinten, der geht ja komplett rein. Und auch ein Hubschrauberlandeplatz. Und dann hat man ja auch diese coolen Platten, da macht man auf und dann fährt der raus. Ja, also mir hat das riesen Spaß gemacht, das zu bauen. Und hätte ich das als Kind gehabt, ich hätte es gefeiert. Also das ist echt ein cooles Set. Echt ein cooles Set. Ich habe es auch auf eBay gesehen. Im gebrauchten Zustand, vielleicht das paar Teile fehlen. Ich habe auch eins gesehen, wo die Grundplatte anders ist. Die kann man ja auch anders nachbauen oder einfach eine normale Grundplatte nehmen. Man kriegt es 60, 70, 100, 150 € auch. Kommt drauf an, in welchem Zustand das ist. Ja, da können wir auch ein bisschen auf den Preis eingehen. Der Originalpreis, glaube ich, war 45 $. Ne, der war 50 $, das wäre halt 45 € in etwa. Wäre dann 8,9 Cent pro Teil. Aber pro 100 Gramm wäre das nur 4,55 €.
Weil das Set hat ein Gewicht von 988 Gramm. Und da sieht man, dass die Teile groß waren. Und heute ist ja immer alles klein, klein. Und wenn man jetzt auf den Gebrauchtmarkt schaut, sag ich mal, auch für 50 Euro kann man es bekommen. Entspricht ja fast dem Originalpreis. Aber wenn man jetzt hier Sammlerstück findet mit Box, original verpackt, mega teuer. Das wäre dann 150 Euro, wäre 30 Cent pro Teil, 15 Euro pro Gramm. Aber wenn man bedenkt, das ist heute Star Wars. Also so im Preis ist es jetzt nicht gestiegen. Und jetzt 26 Jahre aufheben, damit man es wieder verkauft. Es war ja auch 6 Jahre im Markt. Und ich glaube, das war eine echt tolle Feuerwehrstation. Jo, was meint ihr über diese Feuerwehrstation? Ich war echt komplett begeistert. Von den anderen Sets, die ich bis jetzt gebaut habe, nicht so sehr. Weil da dachte ich mir, okay, Lego, das kann ja nichts. Aber das ist ein echt richtiges Kinderset, was ich mir auch richtig vorstellen kann, damit ein Kind spielt. Es wäre cool, wären da irgendwelche Sirenen oder Knöpfe, aber im 1990 gab es sowas nicht. Auf jeden Fall, das wäre das Set. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen.